Die Sonne hat das Meer so oft geliebt, dass sie Korsika gebar, mutmaßte einst der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Auf Deutsch nennt man die Insel auch das Gebirge im Mittelmeer. Für mich ist die Insel eine wilde Schönheit, die man wunderbar mit dem Motorrad erfahren kann. Also kommt gerne mit und erlebt die Insel hautnah. Wie immer habe ich unzählige Stunden in die Tourplanung investiert, um vor Ort die Zeit möglichst intensiv genießen zu können. Ich habe insgesamt rund 1400 Kilometer auf der Insel mit dem Motorrad zurückgelegt und versucht, mir viel Kultur und Natur auch zu Fuß zu erschließen. In diesen 5 Städten habe ich dabei übernachtet. Auf die Insel kam ich via Fähre von Savona in Italien. Die Stadt liegt keine 50 Kilometer westlich von Genua. Ich möchte euch natürlich das Zimmer nicht vorenthalten. Sehr luxuriös mit Doppelbett. Und Ausblick nach draußen. Die Abfahrt verzögert sich, die Ankunft soll angeblich sich nicht verzögern. Schauen wir mal, wie es wird. Und eine kleine, schicke Badekabine ist auch wieder mit dabei. Das war's. Für eine Nacht wird's gehen. Die Fähre legte dann letztlich zwischen 21 und 22 Uhr ab und morgens gegen 7 Uhr kamen wir dann im Hafen von Bastia auf Korsika an. Mir war das ganz recht, denn so konnten wir den ersten Tag auf der Insel direkt voll auskosten. Dann durch den Berufsverkehr von Bastia, aber schon nach kurzer Zeit konnte die eigentliche Tour beginnen. Am ersten Tag stehen schon gut 250 Kilometer auf dem Programm. Korsika sieht von oben aus wie eine linke Faust mit ausgestrecktem Zeigefinger. Besonders gespannt bin ich auf die Panoramastraßen entlang des Zeigefingers, den man hier eher Cap Corse nennt. Je weiter man Bastia hinter sich lässt, desto leerer werden die Straßen. Nach kurzer Zeit gibt es schon den ersten Stopp in Erbalunga, um in der Bar de la Recce Janot zu frühstücken. Hier scheint der halbe Ort versammelt und wir die einzigen Touristen zu sein. Genauso liebe ich es. Auch der Ort selbst ist eine verschlafene Schönheit, die wohl von den meisten Durchreisenden links liegen gelassen wird. Durch den frühen Start sind es auch noch angenehme 22 Grad mit Mittelmeerbrise auf unseren ersten Kilometern. Nachdem ich Deutschland bei rund 16 Grad und Regen verlassen habe, sind diese Ausblicke und Strecken Balsam für Körper und Geist.
paar Fakten zur Insel. Sie ist satte 183 Kilometer lang und maximal 83 Kilometer breit, mit einer Fläche von etwa 8700 Quadratkilometern. Damit ist Korsika nach Sizilien, Sardinien und Zypern die viertgrößte Mittelmeerinsel. Mehr als 2/3 der Insel sind von mächtigen Gebirgszügen geprägt. Rund 120 Gipfel über 2000 Meter ragen in den Himmel. Der höchste ist der Monte Cinto mit 2706 Metern. Der höchste befahrbare Pass auf Korsika hingegen ist der Col de Vergio mit über 1400 Metern. Im zweiten Teil dieser Reisereportage statte ich natürlich auch dem einen Besuch ab. Aber ob diese Panoramastraßen zu toppen sind? Links die Berge und rechts das Mittelmeer, dem sich Korsikas Küste mit teils schroffen Felsformationen entgegenstellt. Einfach wahnsinnig schön und Liebe auf den ersten Blick. Wenn das so bleibt, weiß ich nicht, ob ich am Ende die Fähre zurück wirklich nehmen möchte. Zum Mittagessen halten wir im mondänen Küstenort Saint-Florent direkt am Hafenbecken. In seiner Promenade und den unzähligen Booten und Yachten fühlt es sich nach Côte d'Azur an.
Da wir nicht die Ersten sind, denen das auffällt, nennt man die Stadt auch Saint-Tropez von Korsika. Jetset und Schickimicki tören mich ja eher ab, aber die Muscheln am Mittelmeerhafen haben schon was, während man zur gleichen Zeit in Deutschland überlegt, den Glühwein wieder aus dem Regal zu holen. Es geht raus aus der Stadt und ins Landesinnere. Auch schon die ersten Kilometer lassen erahnen, dass die Straßen hier den Vergleich mit den Panoramastraßen an der Küste nicht scheuen müssen. Bei der romanischen Kirche San Michele de Muratu aus dem 12. Jahrhundert halte ich. Das bichrome Mauerwerk mit Serpentin und weißen Kalksteinblöcken, die schachbrettartig und in Bändern angeordnet sind, macht die Kirche zu einem sehr beliebten Fotomotiv. Hallo und bienvenue hier von Korsika. Mein erster Tag auf Korsika neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Heute Morgen ging es um 6:30 Uhr, 7 Uhr ungefähr von der Fähre runter in Bastia. Seither bin ich rund 250 Kilometer gefahren, bin jetzt in Île-Rousse und ich bin bisher begeistert von der Insel. Entweder nah am Wasser oder mitten in den Bergen, in jedem Fall immer kurvig. Ich glaube, ich bin heute gefühlt keine 500 Meter geradeaus gefahren. Ich bin gespannt, was mich die nächsten Tage hier erwartet. Das Wetter wird in jedem Fall mitspielen, es sind 25 Grad angesagt. Mehr brauche ich auch nicht, weniger wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Aber wir wollen uns nicht beklagen, denn in Deutschland ist gerade Regenwetter und der Frühling lässt auf sich warten. Also, ich halte dich auf dem Laufenden, bis die nächsten Tage. Heute gibt es nur einen kurzen Gang in die Stadt, denn ich möchte unbedingt noch zum Leuchtturm Fanal di Petra. Beim Stadtbummel holen wir uns gleich noch ein paar Kleinigkeiten und picknicken dann auf der Ile de la Pietra, auf der auch der Leuchtturm steht. So, wir haben korsischen Wein, korsische Oliven, korsischen Käse, Salami vom korsischen schwarzen Schwein und Baguette wahrscheinlich auch aus Korsika. Ein perfekter erster Tag geht zu Ende. Morgen geht es schon direkt weiter, auch wenn der Ort das Potenzial für einen längeren Aufenthalt hätte. Auch der zweite Tag hält rund 250 Kilometer bereit und führt mich nach Ajaccio, den Verwaltungshauptsitz der Insel. Ich bin schon gespannt, ob sich mein exzellenter Eindruck von der Insel am zweiten Tag bestätigen oder eintrüben wird. Ja.
Topografie der Insel gibt es vor, dass viele Ortschaften oft malerisch am Berg kleben. Ein gutes Beispiel dafür ist Speloncato. Ich bin Ende Mai, Anfang Juni auf der Insel und der Mai gilt auch mit als die beste Reisezeit. Alles auf Korsika grünt und blüht und die Temperaturen sind noch erträglich. Während meiner Zeit hier waren es zwischen 24 und 28 Grad Tageshöchsttemperatur. Die Wassertemperatur dürfte schon bei ungefähr 20 Grad gelegen haben. Während der französischen und italienischen Sommerferien soll die Insel aus allen Nähten platzen. Ruhiger und auch etwas kühler wird es dann erst wieder im September. Für die Mittagspause geht es in eine kleine Badebucht, den Plage de Caspio am Golf von Porto. Super schön gelegen und fern vom Massentourismus. Erster Gang Burrata und Tomate. So lässt es sich's aushalten. Der Hauptgang, ein Käseomelett und ein Burger. Nicht wirklich französisch, aber bestimmt lecker. Nach einer längeren Mittagspause sitze ich dann wieder im Sattel und genieße das Panorama aus der ersten Reihe. Ich kann mich an diesen Landschaften und Kurven kaum satt sehen. Auf den Verkehr auf der Insel komme ich später nochmal zu sprechen. An den Straßen selbst gibt es allerdings nichts auszusetzen. Manchmal ist das Asphaltband etwas schmal und man muss aufmerksam sein, was den Gegenverkehr angeht, aber der Straßenbelag ist bis auf wenige Ausnahmen spitzenmäßig.
sollte auf Korsika auch ein wachsames Auge für die Tierwelt haben. Denn Ziegen, Schafe, die dunklen korsischen Schweine oder Kühe sind gerade im Landesinneren frei unterwegs und halten sich gerne auch in der Nähe oder sogar auf den Straßen auf. Mit der Zeit wird man so auch zum Experten für Nutztierhinterlassenschaften, denn meist kündigen diese die wenig später auf der Straße stehenden Tiere an. Bei mir haben sie sich aber alle äußerst vorhersehbar verhalten und haben keine Anstalten gemacht, sich mir plötzlich in den Weg zu stellen oder ähnliches. Dann erreiche ich Ajaccio. 1492 wurde die größte Stadt Korsikas von den Genuesern gegründet. Rund 68.000 Menschen leben in der Stadt, die im Verwaltungssitz quasi Hauptstadt der Insel ist. Sie trägt auch heute noch den inoffiziellen Beinamen die kaiserliche Stadt als Hommage an ihren berühmtesten Sohn Napoleon Bonaparte. Sie war auch die erste französische Stadt, die 1943 von der Besatzung der Nazis befreit wurde. Wir sind ein paar Tage in der Stadt, um das mediterrane Flair der Stadt zu genießen und die Sehenswürdigkeiten wie die Altstadt und die Zitadelle zu erkunden. Außerdem möchte ich in jedem Fall auch eine Runde ins Mittelmeer eintauchen und der lange Sandstrand scheint mir dafür ideal. Bonjour aus Ajaccio, einer der zwei größten Städte hier auf Korsika und Verwaltungshauptsitz der Insel. Und nicht nur das, es ist auch Geburtsstadt von Napoleon Bonaparte. Und heute ist ein bisschen Kultur und Strand angesagt. Ich bin jetzt hier am Musée de Pêche und das ist benannt nach dem Onkel von Napoleon Bonaparte. Der war nicht nur Bischof, sondern auch ein leidenschaftlicher Sammler italienischer Maler. Und deswegen findet sich hier auf Korsika die zweitgrößte Sammlung italienischer Meister in Frankreich nach dem Louvre. Und die schauen wir uns heute mal an. Mehr als 400 Werke von teils so großen Namen wie Botticelli, aber auch einigen korsischen Künstlern werden hier ausgestellt. Eine großartige Sammlung, die unbedingt einen Besuch wert ist. Auch ein Besuch im Geburtshaus von Napoleon Bonaparte sollte in Ajaccio nicht fehlen. Dann stürze ich mich mal für euch in die Fluten hier am Strand von Ajaccio. Die Flossen haben zwar nicht mehr ins Gepäck gepasst, aber dafür habe ich zumindest meine Schnorchelbrille mitgenommen. Um Korsika herum soll man hervorragend schnorcheln und tauchen können, aber wir sind ja zum Motorradurlaub hier. Das Wasser ist glasklar und direkt am Strand kann man schon die ersten Fische beobachten. Bei Sichtweiten um die 20 Meter lässt sich entspannt das Treiben der Jungfische in den Seegraswiesen beobachten, auch wenn die Kamera das nicht ganz so beeindruckend festgehalten hat.
Für mehr als einen kurzen Schnorchelausflug reicht die Zeit leider nicht. Ein Grund mehr auf der langen Liste an Gründen, die für einen weiteren Besuch der Insel sprechen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es noch viel bessere Schnorchelspots entlang Korsikas Küste gibt. Nach dem Aktivprogramm mussten natürlich erstmal Kohlenhydrate getankt werden. Und wo geht das besser als bei einem der beliebtesten Bäcker am Platz? Überhaupt. Wer in Frankreich eine Mahlzeit auslässt, ist selbst schuld. Wieder Zeit für etwas Kultur. Die Kathedrale Notre-Dame de l'Assomption wurde 1593 fertiggestellt und geweiht. Die Fassade ist in Ocker gehalten und wird vom Weiß der Pilaster und des Eingangsportals aus Carrara-Marmor gebrochen. Sie ist ein Stilmix von venezianischer Renaissance und Barock. Die Taufkirche von Napoleon Bonaparte ist auch Sitz des Bischofs von Ajaccio. Im Inneren findet sich unter anderem das Originalgemälde Vierge au Sacré-Cœur von Eugène Delacroix, dem bedeutendsten Maler der französischen Romantik. Das Bild wurde 1822 speziell für die Kathedrale von Ajaccio geschaffen und ist eines der wenigen erhaltenen Altarbilder von Delacroix, das noch an seinem ursprünglichen Bestimmungsort zu sehen ist. Die Zitadelle wurde ab 1492 von den Genuesern als militärische Anlage errichtet und als solche bis 2020 von den verschiedenen Besatzungsmächten genutzt. Heute steht sie offen und kulinarische und kulturelle Angebote füllen langsam die Anlage. Ich liebe das bunte Treiben und breite Angebot auf Märkten. Und so tauche ich am Samstag hier ein, trinke ein Gläschen Wein und esse eine Kleinigkeit vom Grill. Abends geht es in das exzellente familiengeführte Restaurant La Table d'Antoine. Die Mutter des Kochs bedient, sein Bruder hält mit Frau und Kind im Vorbeigehen kurz inne und führt durch die offene Küchentür von der Straße aus ein kurzes Schwätzchen. Ein Wunder, dass man so ein authentisches Lokal mitten in der Innenstadt finden kann. Heute geht es weiter von Ajaccio, rund 190 Kilometer bis Bonifacio. Auf dieser überschaubaren Tagesetappe geht es durch das bergigere Hinterland. Viele Zwischenstopps sind nicht eingeplant. Lediglich in der angeblich korsischsten Stadt Korsikas, Sartène, möchte ich einen Halt einlegen.
Korsika wirkt für mich in großen Teilen noch ursprünglich und authentisch. Dazu gehört allerdings auch, dass abseits der großen Städte und manchmal auch dort Französisch gesprochen wird. Und zwar nur Französisch. Wegen der großen kulturellen und geografischen Nähe ist die Zweitsprache der Korsen oft eher Italienisch als Englisch. Die meisten Besucher Korsikas kommen aus Frankreich und dem angrenzenden Italien. Wer hier Urlaub machen möchte, sollte daher zumindest einige Brocken Französisch sprechen und dazu vielleicht geübt mit Apps wie Google Translate sein. Spricht man zumindest etwas Französisch, waren uns gegenüber die meisten sehr freundlich und bemüht. Dennoch, wenn man sie nicht versteht, neigten viele Korsen dazu, sich wortreicher zu erklären, was einem bei geringen Sprachkenntnissen nur bedingt weiterhilft. Saten, die korsischste aller korsischen Städte, liegt wie viele andere auf einem Felsvorsprung. Hier gibt es den schönen zentralen Place de la Libération und die Stadt ist durchzogen von malerischen kleinen Gassen, die von hunderten Tagestouristen durchströmt werden. In Kombination mit der senkrecht einfallenden Mittagssonne nötigt mich das bald zum Weiterfahren. Bonifacio wird mich dafür entschädigen. Das Stück bis Bonifacio spult sich anschließend auch schnell ab. Unser Hotel liegt mitten in der Stadt und wir gönnen uns hier 2 Übernachtungen. Die Entscheidung werde ich nicht bereuen, denn für mich ist Bonifacio die beeindruckendste Stadt Korsikas. Und im zweiten Teil nehme ich euch mit und zeige wieso. Im zweiten Teil geht es dann außerdem über Porto Vecchio bis nach Corte, der ehemaligen Hauptstadt des unabhängigen Korsikas. Also schaltet gerne wieder ein. Bis bald, macht's gut.